Katholische Glaubensverkündigung. Es heißt im 2. Timotheusbrief: Ich beschwöre dich vor Gott und Jesus Christus, der da richten wird die Lebendigen und die Toten, bei seiner Wiederkunft und bei seinem Reiche. Verkündige die Lehre, bestehe darauf, willkommen oder nicht. Komm, Schöpfergeist, kehr bei uns ein, besuch das Herz der Kinder dein. Erfüll uns all mit deiner Gnad, die deine Macht erschaffen hat. Der du der Tröster wirst genannt, vom höchsten Gott ein Gnadenpfand. Du Lebensbrunn, Licht, Lieb und Glut, der Seele Salbung höchstes Gut. O Schatz, der siebenfältig ziert, O Finger Gottes, der uns führt, Geschenk vom Vater zugesagt, du, der die Zungen reden macht. Zünd an in uns dein Gnadenlicht, gieß Lieb ins Herz, die ihm gebricht, stärk unseres Leibs Gebrechlichkeit mit deiner Kraft zu jeder Zeit. Treib weit von uns des Feinds Gewalt, in deinem Frieden uns erhalt, dass wir, geführt von deinem Licht, in Sünd und Leid verfallen nicht. Gib, dass durch den Vater wir und auch den Sohn erkennen hier, und dass als Geist von beiden dich wir allzeit glauben festiglich. Dem Vater Lob im höchsten Thron und seinem auferstandenen Sohn, dem Tröster auch sei Lob geweiht, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Herr, sende aus deinen Geist, und alles wird neu geschaffen werden, und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Lasset uns beten. Neige, o milder Gott, in Liebe dein Ohr zu unserem Flehen, und erleuchte unser Herz mit der Gnade des Heiligen Geistes, dass wir deine Geheimnisse würdig feiern und dich mit ewiger Liebe lieben. Durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir lebt und herrscht in der Einheit dieses Heiligen Geistes, Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Liebe Gläubige, Professor Bochensky, einer der besten Kenner des Kommunismus, hatte anfangs April des Jahres 1976 in Stuttgart einen Vortrag gehalten über das Thema Kommunismus und Kapitalismus. Er verwies darauf, dass sich derzeit im Osten wie im Westen fundamentale Veränderungen vollziehen, weshalb die Regierungen alles, was sich im Untergrund abspiele, sehr ernst nehmen. Der Kommunismus habe geistig, nicht politisch, auf die Dauer keine Chance. Trotzdem sei es fraglich, ob der Westen in der Auseinandersetzung siegen werde, da auch er in einer Krise stehe, die der Anfang vom Ende sein könne. Jede gesellschaftliche Zersetzung, wie wir sie heute erleben, habe in der Geschichte immer mit einem religiösen Tiefpunkt begonnen. Die religiöse Krise sei daher auch der schwächste Punkt des Westens. Mit anderen Worten, wenn der Westen seinen praktischen Materialismus und sein weit verbreitetes Neuheidentum nicht überwinde, werde er dem Kommunismus nicht gewachsen sein. Soweit Professor Bochensky. An der Glaubensfrage also, an der Lösung der religiösen Krise wird sich schließlich das Schicksal des Westens entscheiden. Das betrifft auch jeden Einzelnen von uns, meine lieben Gläubigen, da die religiöse Krise auch immer eine Krise des Einzelnen ist.
Oder anders gesagt, je gläubiger und gottesfürchtiger jeder persönlich ist, desto gründlicher und tiefgreifender wird die Gesundung des kirchlichen und öffentlichen Lebens sein. Ein wesentliches Heilmittel dazu ist die Verwirklichung des ersten Gebotes. Es lautet ungekürzt: Ich bin der Herr dein Gott, der dich aus Ägypten, dem Haus der Knechtschaft, geführt hat. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Gottesbild machen, noch irgendein Abbild von dem, was droben im Himmel oder auf der Erde unten oder im Wasser unter dem Erdboden ist. Du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen und du sollst sie überhaupt nicht verehren. Denn ich, der Herr dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter an den Kindern im 3. und 4. Geschlecht heimsucht bei denen, die mich hassen. Ich erweise aber meine Gnade bis ins 1000. Geschlecht denen, die mich lieben und meine Gebote halten. Soweit aus der Heiligen Schrift. Dieses erste Gebot ist das Wichtigste. Es bedeutet, dass Gott den Absolutheitsanspruch erhebt. Er allein ist der Herr. Dieses Gebot hat den Wert einer Grundsatzerklärung und alle anderen Gebote müssen im Zusammenhang mit diesem ersten Gebot gesehen werden. Wie bei allen anderen Geboten sind auch beim ersten Gebot zwei wesentliche Dinge zu beachten. Erstens: Welche Bedeutung hatte dieses Gebot in erster Linie für das Volk Israel? Und zweitens: Welche Bedeutung hat dieses Gebot für alle Zeiten, beziehungsweise welche Aktualität hat es für heute? Zuerst die Bedeutung des ersten Gebotes für Israel. Dieses Gebot regelte grundsätzlich ein für allemal das Verhältnis zwischen Gott und dem Volke, das er sich auserwählt und dem er sich geoffenbart hatte. Und es heißt da, Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Und an einer anderen Stelle: Ihr dürft nicht fremden Göttern aus den Gottheiten der Völker rings um euch her nachlaufen. Denn Jahwe, dein Gott, ist als ein eifernder Gott in deiner Mitte, damit nicht der Zorn Jahwes, deines Gottes, gegen dich entbrenne und dich vom Erdboden wegvertilge. Gott nimmt es also nicht hin, wenn sein Volk anderen Göttern dient. Er betrachtet Götzendienst als einen Angriff gegen sich selbst und reagiert deshalb mit aller Schärfe und straft. In dieser Eifersucht Gottes kommt ein Zweifaches zum Ausdruck. Einmal die Liebe Gottes zum Volke Israel, der leidenschaftlich um das Heil dieses Volkes besorgt ist. Dann aber auch die Drohung für den Fall, dass sich Israel ihm nur mit geteiltem Herzen überlassen sollte. Aber gerade die Einhaltung dieses Gebotes sicherte dem israelitischen Volke seine völkische Existenz. Denn das Volk war nach seiner Einwanderung in Kanaan gefährdet, dem dortigen Götterkult mit seiner Üppigkeit und seinem Sinnenreiz zu verfallen und damit in den dort lebenden Völkerschaften aufzugehen. Sie vermochten nur zu widerstehen, wenn sie zäh und streng an der Grundforderung des Gottesbundes festhielten. Das Alte Testament gibt vielfach darüber Nachricht, wie schwer und bedrohlich über Jahrhunderte hinweg die Auseinandersetzung der Jahwe-Religion mit dem Götterglauben Kanaans war. Welches ist nun die Bedeutung des ersten Gebotes für uns?
Ich bin der Herr dein Gott, ist auch uns, dem Volke des neuen Bundes, der Kirche gesagt. Die Gemeinschaft der Kirche ist der Raum, in dem heute die Gotteskönigsherrschaft gelten muss. Gott ist der Herr, der Christus zu ihrem Haupt gemacht hat. Die Kirche ist deshalb Gott gewollt, wo er herrscht und sein Leben mitteilt. Und es muss so sein, wenn das Wort vom neuen Bund gelten soll. Aber wie viel Schwierigkeiten haben doch heute viele Katholiken, dies zu begreifen. Es wird gesagt, dass die Kirche nur im Wege steht. Dieses riesige Gefüge mit den Institutionen, den Ämtern, der Liturgie, den überholten traditionellen Verhaltensformen und Bräuchen, dem Kitsch, dem Versagen, der Unfähigkeit und vielem anderen. Eine solche Kirche stehe im Wege. Gewiss, die Kirche ist, was ihre menschliche Seite betrifft, mit Fehlern behaftet. Aber letztlich gilt, Gott will die Kirche, sie ist sein Instrument. Die Kirche selbst aber ist nicht Herrin, sondern Dienerin Gottes. Wem nun die von Gott gestiftete Kirche im Wege steht, wer eine neue, demokratische Kirche bauen möchte, der will in den meisten Fällen nur Machtverhältnisse ändern. Das heißt aber nichts anderes als eine Kirche suchen, deren Herr nicht mehr Gott ist. Selbst ein schlechter kirchlicher Amtsträger muss immerhin zugeben, dass er sein Amt als Sendung empfangen hat von einer Macht, die weit über ihm steht, dass er also nur Diener und Verwalter der Geheimnisse Gottes ist. Aber eine Gruppe, die ihr Gemeinschaftsleben und Erleben zum Maßstab ihrer Religion macht, setzt sich selbst zum Herrn ein. Die alte Form der Kirche steht dann zwar nicht mehr im Wege, dafür aber die Gruppe sich selbst, weil sie bewusst oder unbewusst nicht mehr Gott als den höchsten Herrn anerkennt. Das gilt auch für den Einzelnen, der seine Religion sich selber schafft und zusammenzimmert. Die fundamentale und tragische Verwirrung, die wir heute im kirchlichen Raum erleiden, hat ihre Ursachen eben auch darin, dass das erste Gebot nicht mehr beachtet wird. Man hat Gott entthront, man feiert weiterum nicht mehr Gottesdienst, sondern Menschendienst. Damit kommen wir zu einer weiteren, für uns allgemein gültigen Aussage des ersten Gebotes. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Götzendienst klingt für den modernen Menschen reichlich fremd. Im 20. Jahrhundert, der ganzen Aufgeklärtheit unserer Kultur und Technik, ist doch wohl keine Gefahr, dass wir fremde Götter neben ihm haben. Wir sind doch viel eher in Gefahr, auch ihn abzusetzen. Und doch sind die Götzendiener nicht ausgestorben. Es gibt sie in unseren Städten und es gibt sie in unseren so scheinbar katholischen Dörfern. Auch heute machen sich die Menschen falsche Götter, vor denen sie auf den Knien herumrutschen und denen sie mit der ganzen Glut ihres Herzens dienen, mehr als irgendein alter Heide seinem Fetisch gedient hat. Heute tragen diese kleinen und großen Götter unseres Lebens nur andere Namen. Sie heißen Gesundheit und Schönheit, Sport und Technik, Sicherheit und Glück, Geld und Erfolg, Alkohol und Rauschgift. Zuweilen heißen sie auch öffentliche Meinung, Beruf, Politik und Macht. Manchmal haben sie auch ganz unverfängliche Namen, die sehr schön klingen,
wie etwa Kunst und Wissenschaft. Aber am meisten Anbeter und geradezu sklavenhafte Verehrer hat der größte aller falschen Götter, nämlich der Götze Ich, dessen Kult eben der schrankenlose und brutale Egoismus ist. Wo also immer ein Mensch in seinem Leben irgendetwas Geschaffenes und Diesseitiges, sei er es selber oder ein anderer Mensch oder ein materielles Gut, an die Stelle setzt, die Gott dem Herrn allein zukommt, da ist er ein Götzendiener. Wo immer einem Menschen seine Lust, sein Geld, sein Beruf oder seine Wissenschaft mehr wert ist als Gott der Herr, da hat er wirklich keinen Grund, sich über jene, die einen lächerlichen Fetisch verehren, erhaben zu fühlen, auch wenn er ein hochgezüchteter Mitteleuropäer ist. Jede Sünde ist im Grunde genommen Götzendienst. Wir sind also alle mehr oder weniger Götzendiener, auch wenn wir dem Herrgott in einer Stunde der Andacht ein wenig großsprecherisch versichern, er sei der einzige Inhalt unseres Lebens. Dann aber in der Stunde der Versuchung doch den privaten Göttern unsere Weihrauchopfer darbringen. Schließlich wollen wir uns noch mit einer besonderen Forderung des ersten Gebotes befassen. Im Beichtunterricht lautete das Stichwort zum ersten Gebot Gebet. Vielen wurde es vielleicht niemals klar, dass der Kern des Gebetes die Anerkennung Gottes ist, die Antwort also auf das erste Gebot. Wenn Gott sagt, ich bin der Herr dein Gott, dann müsste unsere Antwort lauten, mein Herr und mein Gott. Das heißt, jedes echte Gebet hat letztlich als Fundament die Anbetung Gottes. Ist es nicht so, dass dieses Fundament auch in der Kirche in sträflichster Weise vernachlässigt wird? Und darum wird das Gebet überhaupt vergessen oder sogar als überflüssig erklärt und ersetzt durch sogenannte Aktionen. In wie vielen modernen Gottesdiensten, dieses Wort ist ja eigentlich nicht mehr zutreffend, wird der Zustand der Welt betrachtet und überlegt, was geändert werden könnte. Natürlich ist es gut, wenn jemand soziale Missstände aufdeckt und etwas dagegen unternimmt. Aber man darf nicht behaupten, das sei Gebet, sondern das ist reine Selbstdarstellung des Menschen und im Grunde genommen eine geheime, aber sehr gefährliche Leugnung des ersten Gebotes. Gebet ist niemals Selbstdarstellung, sondern ehrfürchtige Anbetung Gottes. Und Anbetung hat nicht das Bedürfnis nach vielen neuen Worten. Es gibt zurzeit in der modernen Liturgie eine Geschwätzigkeit, die mit einem Schwall von Worten hindert, zum wahren Gebet zu kommen. Im wirklichen Gebet will der Mensch Gott den einzigen Herrn seines Lebens sein lassen. Darin liegt zugleich seine höchste Freiheit, weil er damit den Anspruch aller anderen Mächte abzuweisen vermag. Denn unheimlich viele bedrohliche Mächte erheben den Anspruch auf die Herrschaft über uns Menschen heute, und zwar den Anspruch auf absolute Herrschaft. Es stellt sich nun für jeden Einzelnen von uns die Gewissensfrage: Unterwerfe ich mich wirklich Gott als dem einzigen Herrn meines Lebens? Oder lasse ich durch irgendwelche Götter mein Leben bestimmen? Kann ich vor dem Worte Gottes bestehen, das lautet: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele,
mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Besitze ich im öffentlichen und privaten Leben den Mut, den wahren katholischen Glauben zu bekennen und für seine Rechte einzutreten, unter Umständen auch zum eigenen Nachteil. Das sind keine bloß theoretischen Fragen. Man braucht nur daran zu denken, wie sehr wir uns auch in der Kirche ängstlich und zitternd der öffentlichen Meinung unterwerfen. Wie oft schon ist die Meinung der Masse wichtiger gewesen als die Frage nach dem Willen Gottes. Und wie oft schon sind Abstriche an den klaren Forderungen Gottes gemacht worden, um nur ja keine Andersdenkenden zu erschrecken oder zu beunruhigen, während der treue und brave Katholik durch solches Kneifen ruhig verunsichert und schockiert werden darf. Das alles ist auch Götzendienst, nämlich Anbetung und Kniefall vor der Welt. Ein würdeloses und verächtliches Spiel, das in immer neue Abhängigkeiten führt, die dem Geist des ersten Gebotes widersprechen. Wir können unsere Liebe nicht teilen. Entweder gehören wir Gott an oder der Welt, sagte Mahatma Gandhi. Dieses Wort gilt für den einfachen Gläubigen wie für den kirchlichen Würdenträger. Denn Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Wir wollen beten um diese unteilbare Liebe mit jenem Gebet, das uns der Herr selber zu beten gelehrt hat. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Zur Vertiefung des Gesagten hören wir aus dem Oratorium der Messias von Georg Friedrich Händel den Chor: Denn die Herrlichkeit Gottes des Herrn wird offenbaret. Alle Völker werden es sehen, da es Gott, unser Herr, verheißen hat. Wir beten aus Psalm 118. Zeige mir, Herr, den Weg deiner Gebote, und ich will ihn einhalten bis zum Ende. Gib mir Einsicht, dass ich dein Gesetz befolge und es mit ganzem Herzen halte. Lass mich wandeln auf dem Pfad deiner Satzungen, denn daran habe ich meine Wonne. Mach mein Herz deinen Vorschriften geneigt und nicht dem schnöden Gewinn. Wende mein Auge ab, dass ich nicht Eitles sehe. Auf deinem Weg gib mir Lebenskraft. Erfülle deinem Knecht die Verheißung, die du denen gegeben, die dich fürchten. Wende ab von mir die Schmach, vor der mir graut, denn deine Anordnungen sind erfreulich. Siehe, mich verlangt nach deinen Geboten, durch deine Gerechtigkeit lass mich leben. Deine Gnadenerweise lass über mich kommen, o Herr, deine Hilfe gemäß deiner Verheißung. Dann steh ich Antwort denen, die mich schmähen, weil ich Vertrauen setze auf deine Worte. Entziehe meinem Mund nie das Wort der Wahrheit, denn ich harre auf deine Rechtsentscheide. Allzeit will ich dein Gesetz bewahren, auf immer und ewig. So wandle ich in weitem Raum, denn deine Gebote erforsche ich. Von deinen Anordnungen will ich vor Königen sprechen, ohne mich je zu schämen. Ich habe an deinen Satzungen Lust, weil ich sie liebe. Meine Hände erhebe ich zu deinen Geboten und sinne über deine Vorschriften nach. Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste,
wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.